Hallo und Servus zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute geht es um Selenium, das Testautomatisierungsframework. Ich habe mich darüber mit Boris Rubel unterhalten. Der ist seit über 15 Jahren tief im Software-Testing verwurzelt und sein Schwerpunkt liegt im Bereich Testautomatisierung und da besonders im Bereich Selenium. Er unterstützt Unternehmen dabei, Testautomatisierung aufzusetzen und weiterzuentwickeln. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wofür man eigentlich Selenium so verwenden kann, wie man es technisch integrieren kann, wie man es ins Team integriert bekommt, also wer kümmert sich eigentlich um die Testfälle. Er hat auch über sein Open-Source-Projekt Seco Grow berichtet, das es ermöglichen soll, Selenium möglichst schnell lauffähig ins eigene Projekt zu integrieren. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Boris, schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo Richard, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön. Das ist ja gleich einmal ein guter Start für uns beide hier. Ja, wir kennen uns ja schon einige Jährchen jetzt. Ich habe mal versucht nachzuzählen, aber die Finger haben nicht gereicht mehr dafür. Definitiv nicht, ja. Definitiv nicht, weil es ist schon eine ganz lange Zeit, dass ich nicht mehr in Wien bin und das war meine Wiener Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. So ist es, ja. Schon eine Zeit lang her. Und du bist ja in meinen Augen ja so ein richtiger Crack auch für Selenium und für Testautomatisierung, also im Speziellen für Selenium, aber generell auch für Testautomatisierung. Und da liegt es natürlich nahe, dass du auch mal hier in diesem Podcast mit mir darüber ein bisschen sprichst. Ja, sehr gerne. Ja, und ich würde vielleicht einmal ganz einfach, ganz locker flockig auch beginnen. Und zwar, wenn du so gefragt wirst, was ist denn eigentlich Selenium? Das ist so ein Schlagwort, das wabert immer wieder durch Ausschreibungen, durch Stellenanzeigen, durch die Teams. Aber was ist denn das eigentlich? Was würdest du das in deinen Worten beschreiben? Ja, Selenium selbst sagt ja immer, also es wird sehr oft, glaube ich, fälschlicherweise so als Automatisierungstool oder als Testautomatisierungstool bezeichnet. Selenium selbst sagt ja, oder das Komitee sagt ja, es ist kein Test-Tool jetzt in Hinsicht, es ist ja eigentlich nur eine Browser-Automation. Man kann mit Selenium diverse Browser fernsteuern. Natürlich ist der Hauptanwendungsfall, glaube ich, einfach Testautomation, weil wir in der Softwarebranche sehr viel Web-Applikationen bauen und die dann testen wollen. Und das bietet sich dann natürlich an, wenn man einen Browser ganz genau steuern kann, dass man mit ihm dann Testfälle ausführt. Ja. Das heißt also, Selenium kümmert sich um die Kommunikation mit dem Browser. Kann ich das richtig Ja, man muss da so ein bisschen aufpassen. Selenium ist ja eigentlich nur die Schnittstelle. Also es gibt ja noch diesen Webtreiber dazwischen. Also die wurden ja irgendwann mal verheiratet in einem Projekt. Und genau, der Webtreiber ist quasi spezifisch für jeden Browser gibt es einen eigenen Webtreiber, zuständig, um den Browser fernzusteuern. Und mit Selenium kann ich dann diesen Webtreiber ansteuern. Und das ist halt so implementiert, dass es A, Selenium für viele Programmiersprachen gibt und B, dann nicht unterschieden wird, ob ich jetzt ein Opera, falls die noch wer verwendet, oder Firefox oder ein Chrome oder ein Safari verwende. Genau, das ist dann quasi, sagen wir sagen, generalisiert oder halt vereinfacht. Und ja, seit einiger Zeit ist ja eben Selenium, dieser W3C-Standard, das heißt, die Browserhersteller müssen sich auch selbst darum kümmern, dass das funktioniert. Und ja, seitdem das so ist es viel stabiler und effizienter, performanter. Ja, das ist ja spannend. Das heißt, die Browserhersteller sind gezwungen dazu oder quasi, wenn sie sich dem Standard ja da verpflichten müssen, auch quasi einfach Selenium anbindbar zu haben. Ne? Also das ist quasi besser automatisiert. Quasi, ja. Also verpflichtet. In meinem Verständnis ist es so, wenn Sie einen Webbrowser rausbringen wollen, dann müssen Sie das quasi mitliefern. Ja. Ja. Sonst dürfen Sie es nicht Webbrowser nennen, aber ja. Die Zeiten der ganz inkompatiblen Webbrowser, die sind ja jetzt doch schon noch ein paar Jährchen vorbei. Es gibt auch eine Implementierung von Internet Explorer. Ja, ja gut, wer es braucht, ne? Also warum nicht? Ja, jetzt hast du gesagt, verschiedene Programmiersprachen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind das für Programmiersprachen und was mache ich dann damit? Also ich erkläre dir jetzt nicht, was du mit Programmiersprachen machst.
Ja, nein, es gibt einfach viele Anbindungen. Also ich kann Selenium, also ich kann meine Tests in diversen Skriptsprachen, Ruby, Python schreiben. Ich kann aber auch Java hernehmen. Es funktioniert sogar mit Kotlin. Das ist mein bevorzugtes Metier. Es gibt C-Sharp, es gibt ähm, viele, also mehr Implementierungen, als ich Programmiersprachen beherrsche oder hier jetzt aufzählen kann. Ja, das heißt, man ist da sehr flexibel Mhm. oder das kann man halt in jedem Projekt, wie man es braucht, Das heißt, ich nutzen. binde dann über diese Programmiersprachen dann einfach an diesen Genau, also ich kann Webtreiber das auch jetzt und über Java und Kotlin kann ich da am besten reden. Also da binde ich einfach die Dependencies ein in mein Projekt und damit habe ich dann die Möglichkeit, quasi auf diese Selenium-Bibliothek, wenn man so will, auf die Sprachenbibliothek zuzugreifen und mit dem dann die Browser zu steuern. mhm. Und auf welcher Ebene der Browsersteuerung funktioniert denn das? Also was nimmt denn das für Parameter her, wenn ich so eine Web-Applikation dann damit testen möchte oder automatisieren möchte? Ähm, naja, so wie, man kann fast davon reden, also so wie ein Mensch das oder eine KI das benutzen würde. Man kann sowohl quasi auf Browser-Ebene steuern, dass man mehrere Tabs aufmacht, navigiert, reloadet und so weiter, als auch dann quasi auf der Seitenebene. Dort kann ich mir Informationen auslesen, kann mit diesen Web-Elementen, so wie sie Selenium nennt, interagieren. Also ich kann Zustände abfragen, ich kann klicken, ich kann drag and droppen, ich kann Werte auswählen, Text eingeben. Ja, was man halt Mhm. so im Webbrowser macht. Ja. Ich kann aber genauso eben wieder auf Browser-Ebene Einstellungen vornehmen. Ähm, eins der Beispiele wäre, weiß ich nicht, es kommt mir immer wieder vor, dass wir bei unseren Web-Applikationen Dateien runterladen und wenn das ein PDF ist, dann möchte man das vielleicht nicht, dass das im Fenster aufgeht, sondern man möchte einfach Mhm. wirklich das File runterladen. Dann könnte man zum Beispiel diese Einstellung setzen, dass er sagt, diesen internen PDF-Viewer möchte ich nicht verwenden, er soll es immer runterladen. Das wäre so ein Beispiel. Also das Ja, kann man ja. alles Mhm. in irgendeiner Art und Weise steuern. Mhm. Okay. Und jetzt ist es ja so, also wenn man bei der Automatisierung, das ist ja schon, sagen wir, relativ oberflächennah, um es jetzt mal so zu sagen. Natürlich Mhm. arbeitet das schon ein bisschen drunter. Aber da ist ja immer so das Thema auch, oh, und wenn sich das ändert und wie identifiziere ich denn eigentlich das Gedöns und so und all diese Fragestellungen da rundherum, die so eine Automatisierung ja immer sehr ja, anstrengend machen oder Mhm. auch schwer wartbar. Was hat denn Selenium da für Best Practices oder wie kann man damit umgehen? Ich würde jetzt gar nicht so mich sehr auf Selenium einschießen. Also der Punkt, den du angesprochen hast, dieses Identifizieren von diesen Web-Elementen, das sage ich auch in meinen Schulungen immer, das ist eins, glaube ich, der wichtigsten Dinge. Erstens, dass man das beherrscht ähm, und zweitens, dass man diese Selektoren, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die einfachen sind eben über die ID das irgendwie anzusprechen oder über einen Tag-Namen oder so. Ähm, in dem Projekt, wenn es dann komplizierter wird, dann sollte man sich sehr gut mit CSS-Selektoren und oder mit am besten und mit XPath-Selektoren auskennen. Und wenn man die schlau wählt und zusammenbaut, dann behaupte ich, ist dieser Wartungsaufwand minimal. Ähm, zwei Punkte dazu noch. Es gibt weitere Bibliotheken, die sich dann so ein bisschen darum kümmern, die sagen, okay, das wäre jetzt fehlgeschlagen, der neue Locator wäre so und ändert das dann in einer Library ab. Gibt es auch so Open Source Projekte. Ähm, ich bin allerdings immer der Meinung, wenn sich wirklich was an der Oberfläche ändert, dann ist es auch okay, dass der Test fehlschlägt. Mhm. Habe ich dann quasi überprüft, in irgendwie gewisser Weise, mein Testskript schlägt fehl, das heißt, es hat sich was geändert. Und wenn man den Vorgaben, den Empfehlungen von Selenium folgt und so ein Page-Object-Pattern implementiert hat, dann sollte es ja sowieso nur so sein, dass man diesen Locator an einer Stelle ändert. Auch wenn ich das, weiß ich nicht, über 100 Test-Skripts 100 Mal anspreche, wenn man es gut gemacht hat, dann ist der Erwartungsaufwand klein. Und da sind wir dann irgendwie so auf dem letzten Punkt, den ich dazu noch sagen will. Dieses Selenium
ist in irgendeiner Art und Weise, es ist Entwicklungsarbeit. Mhm. Und wenn man viele Probleme, die man vermeintlich mit Selenium hat, hat man dann meistens nicht mit Selenium selbst, sondern mit der Programmiersprache, mit der man es gemacht hat, dass ihm einfach ein Wissen fehlt oder Mhm. dort irgendetwas nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt. Mhm. Da sprichst du ja jetzt was Spannendes an, nämlich auch ein bisschen die Integration in das Team hinein. Ne? Also es ist ja ist immer so die Frage, ne? Braucht man jetzt hier mehr fachliche Skills, um quasi zu wissen, was will ich denn damit eigentlich testen, ne? Mhm. Oder mehr technische Skills, um das umzusetzen? Was ist denn da so deine Erfahrung? Wie integriert man denn Selenium oder quasi auch so eine Automatisierung von diesen Browsern gut in ein Team, in ein Projekt hinein? Wie kann man denn da vorgehen? Also ich gehe jetzt mal von einem Setup, von einem Scrum-Team aus. Ähm, Ich habe mich quasi daran gewöhnt, könnte man sagen, ich nehme die Programmiersprache, die das Team für ihr Produkt oder das Produkt, das wir testen wollen, nehmen. Hat einfach den Grund, dass ich dann, glaube ich, eher die Developer abhole, dass sie mitmachen bei der Testautomation. Das ist, Mhm. wenn Fehler passieren also wenn Fehler während den Testläufen auftreten, dass sie sich leichter tun, A, den Fehler zu identifizieren, beziehungsweise B, halt eventuell dort selbst Hand anlegen und das fixen oder eben auch Tests schreiben. Und das Zweite, um das Fachliche abzuholen, ich bin ein Freund von Selenium in Verbindung mit Cucumber. Ich verwende das einfach gerne, um eben gerade dem Fachbereich oder dem PO sehr deutlich zu machen, was in diesem Test getestet wird. Er muss den Code nicht verstehen. Wenn die Szenarios gut geschrieben sind, dann kann er anhand der Fachlichkeit oder anhand des Szenarios erkennen, welche Fachlichkeit hier getestet wird. Und so holt man den eher ins Boot, dass er quasi da irgendwie mitmacht. Ob dann der Fachbereich die Szenarios schreibt oder nicht, das ist wieder eine andere Geschichte. Da bin ich eher nicht so der Freund davon. Aber man sollte das vielleicht gemeinsam machen. Mhm, mhm. Ja, das ist spannend, dass du ansprichst, weil wir hatten gerade in einer der vergangenen Folgen auch darüber gesprochen, so dieses Zusammenwirken des Teams und was du jetzt gesagt hast, ja, du verwendest die Programmiersprache, die auch einfach für das Produkt verwendet wird zur Implementierung. Das hat natürlich echt den Vorteil, kann ich mir vorstellen, dass einfach die Entwickler da einfach auch gut mit einsteigen können und eben auch Bugfixing machen können oder selber sogar die Tests entwickeln dann. Ne? Ja, ja, Mhm. genau. Ähm, da ist es halt aus meiner Sicht irgendwie wichtig, dass die Reports, die, wenn Fehler passieren bei dem Selenium-Test, halt es ermöglichen, den Fehler möglichst schnell zu finden. Da habe ich, glaube ich, die letzten Jahre wirklich irgendwie viel in die Richtung getan. Auch in so ein kleines Open-Source-Projekt gestartet, um das irgendwie so out of the box Leuten mitzugeben, weil das erlebe ich halt oft, dass dann Leute sagen, Selenium, ja, ist Open Source, es kostet nichts, aber dieser ganze Aufbau von der grünen Wiese, das dauert so lang und das ist so aufwendig. Und ja, um genau dem gegenzusteuern, also wenn das Reporting von Haus aus gut ist, ähm, dann kann man die Developer auch irgendwie leichter abholen, weil der sieht, der Test ist fehlgeschlagen an dem Step. Warum ist er fehlgeschlagen? Da war ein Objekt nicht identifiziert oder irgendein Backend-Service nicht verfügbar. Da gibt es einen Screenshot dazu, da gibt es einen HTML-Code dazu, da gibt es vielleicht noch ein oder zwei zusätzliche Informationen, die man braucht. Und dann, ja, man kann sogar Videos machen von den Tests. Also das habe ich am Anfang auch immer gemacht. Jetzt machen wir das nur noch in Ausnahmefällen, wenn wir es anhand des normalen Reportings nicht identifizieren können. Aber Mhm. ähm, ja, wenn das gut ist, glaube ich, kann man echt die Developer abholen, dass sie da mitmachen. Mhm. Und das ist ja auch der Gedanke von Scrum, dass es keinen dezidierten Tester gibt, sondern Ja, ja, das passt natürlich sehr gut da rein. Und jetzt, du hast ja jetzt auch Cucumber angesprochen und auch die Fachlichkeit. Wie ist denn so deine Erfahrung? Wie schneidet man denn da gut Testfälle, um die in Selenium zu implementieren? Ist das eher so eine Kleinteiligkeit? Ich versuche da modular kleine Steps zu automatisieren und die dann irgendwie, weiß nicht, Keyword-driven oder so zusammenzupacken? Oder macht man eher so Geschäftsprozesse? Was ist denn da sinnvoll, mal, wenn man so starten möchte damit? also denken wir einfach mal so an die Testpyramide, die wir alle kennen. Da sind ja quasi diese UI-Tests dann bei der Spitze oder in der Wolke Hm. drüber. Also ich glaube, da muss man einfach ein gutes Mittelmaß finden. Man kann natürlich jedes einzelne Ding äh, komplett testen.
über 100 Szenarios. Ich sage, das ist eigentlich Teil auch der Integration-Tests und der Unit-Tests. Ich bin da so der Freund, dass man sagt, okay, wir picken uns eines raus, das spielen wir durch, natürlich also auf Business-Fall-Ebene. Und die Varianten, wenn sie jetzt nicht wirklich an der Oberfläche groß was ändern, die müssen dann schon mit den Integration-Tests oder mit den Unit-Tests in irgendeiner Art und Weise abgedeckt sein. Aber ja, gerade zu Beginn vom Projekt, wenn die Software noch klein ist, da testet man dann halt gerne halt auch irgendwie mehrere Varianten durch oder halt eben auch Dinge, ob sie so angezeigt werden, wie sie sollen, damit man am Anfang mal irgendwas hat. Aber man darf auch Tests danach löschen, wenn man sagt, okay, jetzt brauchen wir die nicht mehr oder wir schieben die ins Archiv oder so. Und zu den Cucumber Steps, die muss man vernünftig schneiden. Die einzelnen Steps, es bringt aus meiner Sicht gar nichts, wenn man elendlange Szenarios hat, wo jede UI-Schritt einzeln beschrieben ist und hochparametrisiert ist. Das wird auch unübersichtlich und dann gibt es ja viele, und da gebe ich Ihnen auch recht, die sagen, ja, wozu hast du da Cucumber? Ich kann das, wenn ich den Code simpel und sauber schreibe, dann kann ich das auch in der Testklasse so runterschreiben, wo ich dann wirklich jede einzelne UI-Aktion habe. Und da macht es dann keinen Sinn, wenn man dann Cucumber noch drüber stülpt. Ja, verstehe ich. Du hast jetzt gerade vorher gesagt, du hast auch selber so ein Framework dazu gebaut, was jetzt ja beim Reporting unterstützt. Also was kann denn das? Also was hast du denn da entwickelt? Also ich mit einem Arbeitskollegen, der hat mich da quasi auf die Idee gebracht. Der Anwendungsfall war, ich habe in derselben Firma oder für dieselbe Firma, glaube ich, schon das 4. oder 5. Testautomationsprojekt gemacht und dann halt jedes Mal von dieser grünen Wiese wegstarten. Haben wir natürlich nicht gemacht, aber dann hat man gesagt, wir haben das ja in dem Projekt so und so gemacht, das kopieren wir irgendwie, und das war einfach wahnsinnig aufwendig, weil man Package-Namen, Klassennamen und so ändern musste und dann das Reporting immer nachziehen und so. Und dann ist eben dieser Arbeitskollege gekommen, ein Entwickler, ein sehr engagierter Entwickler, der sich auch immer für meine Webtests interessiert, und der dann meint, da gibt es eben Archetype, er setzt sich mal mit mir hin und wir bauen das. Und das ist halt jetzt so, das ist so ein Projektgenerator, wenn man will. Also man tippt da seine Daten ein, wie soll das Projekt heißen, wie sollen die Package-Namen sein. Und dann generiert er so ein Selenium-Projekt mit einem Beispiel auf einer Wikipedia-Seite, wo er nach Software-Testen sucht. Genau, und das soll quasi einfach so ein Leitfaden sein, und dass man irrsinnig schnell starten kann. Also habe das schon zweimal auf Konferenzen präsentiert, und der Titel ist quasi Get Started with less than 1 hour. Also innerhalb von einer Stunde kannst du dann quasi loslegen. Wir versuchen das auch immer sehr aktuell zu halten. Es ist Open Source, also auf den neuesten Versionen von Selenium und die ganzen Dependencies. Und also das Reporting selbst haben wir jetzt nicht erfunden oder erstellt, wie du das gesagt hast, sondern ich verwende halt auch einfach Libraries oder Bordmittel, die einfach Cucumber mitbringt. Und dort fügen wir halt dann einfach die Informationen zusammen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um möglichst schnell herauszufinden, hat die Applikation einen Fehler oder hat unser Testskript einen Fehler. Und das Ganze kann man dann auch noch gut auf Jenkins zum Beispiel integrieren, weil Jenkins hat meiner Meinung nach einen der besten Cucumber Reports, Report Engine, mit dem man das machen kann. Aber es gibt auch andere Open Source Tools auf GitHub, die ein schönes Reporting machen. Das Report, also das Ergebnisfile von Cucumber ist ein JSON-File. Da gibt es halt ein paar Tools, die das dann einfach schön interpretieren, vielleicht sogar ein PDF daraus erzeugen oder so weiter. Also, und man kann dort Screenshots hinzufügen, Dateien und so weiter. Also es ist umfangreich, und jetzt gerade sind wir dabei, das zu erweitern für Accessibility Testing, damit man dann das Element sieht, dass dem Accessibility Check durchgefallen ist. Also, sehr cool, sehr spannend. Und du sagst, es ist auch Open Source, das heißt, das ist auf GitHub oder wo? Genau, es ist auf GitHub, heißt CQGrow. Ja. Das ist quasi so die Abkürzung für Selenium, Cucumber und Grow, um das Projekt möglichst schnell wachsen zu lassen. Sehr schön. Also, super, das werden wir natürlich dann auch verlinken in den Shownotes. Ja, sehr gerne. Damit das dann auch reinpasst. Ja, super, ganz spannend.
Jetzt kennst du ja Selenium schon auch sehr lange als Werkzeug. Na, das gibt es ja auch, hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Was sind denn Mhm. da gerade so aktuelle Entwicklungen? Gibt es da so eine Roadmap oder so, oder was jetzt ansteht oder was gerade umgesetzt ist, große Features? Oder? Also was lange Zeit war ja Selenium auf der 3er-Version, also Selenium 3. Das hat wahnsinnig lang gedauert, bis dann diese Selenium 4, die war wahnsinnig lang angekündigt. Jetzt ist Selenium 4 eh schon länger draußen. Das hat sich jetzt einiges getan. Also ich war auch vor einem Monat auf der Selenium-Konferenz, um mir dort die neuesten Infos zu holen. Ja, was jetzt dazugekommen sind diese Relative Locators, wie es heißt. Also man kann jetzt nach Elementen suchen, die links, rechts, oben, unten von einem anderen Element sind. Das macht Mhm. es für manche einfacher. Das Neueste, was jetzt gerade passiert ist dieses Webtreiber-Handling. Also man braucht ja für einen Chrome-Treiber braucht man die richtige, wenn ich jetzt Chrome in Version 111 habe, zum Beispiel, dann brauche ich ja den richtigen Chrome-Treiber auf meiner Maschine für das richtige Betriebssystem. Ähm, und das wurde jetzt zum Beispiel auch integriert. Also das ist auch aus so einem Open-Source-Projekt entstanden. Ähm, Das war auch auf GitHub oder ist immer noch auf GitHub, der Webtreiber-Manager von Boni Garcia. Der ist jetzt Teil, oder den haben sie, der hat das für das Selenium-Projekt, also der hat dort auch immer committed, haben sie es jetzt in den Selenium Manager integriert. Also das heißt zum Beispiel seit Version 4.6 oder 4.8, bin mir jetzt ganz sicher, ist das quasi on board. Das heißt, man muss sich jetzt zum Beispiel um das nicht mehr kümmern, dass der Mhm. richtige Treiber runtergeladen wird und das Binary in einem richtigen Verzeichnis, einem Pfad draufgesetzt wird, sondern das ist jetzt zum Beispiel out of the box. Das finde ich ist schon so eine, also ich habe vorher mit Webtreiber Manager verwendet, aber das ist jetzt so noch ein Punkt, um es noch einfacher zu machen, Ja, ja. sag ich mal. Ah ja, na, das sind natürlich immer so die wichtigen Steps, dass man auch sieht, dass die Community aktiv ist und dass die Entwicklung da auch weitergeht von Ja, diesen Werkzeugen. Ne? Und gibt es so einen Meilenstein, wo du sagst, da freust du dich schon drauf, das steht so an, irgendwie nächstes Jahr hat Selenium dann diese oder jenes, oder ist das auch immer so ein Work in Progress? ja, wüsste ich jetzt nicht, Ja, wenn da irgendwas in Erinnerung geblieben ist oder ob ich es verpasst habe. okay. Eine Frage, die mich noch beschäftigt, ist, also bietest ja quasi hier auch dieses Open Source Tool an, dass man quasi möglichst schnell starten kann mit Selenium. Ne? Dann Mhm. habe ich das aufgesetzt. Das Team schaut gespannt, was jetzt passiert. Naja, es ist ja so gemacht, dass man es gleich starten könnte. Also dann führt einen Ja. Test auf der Wikipedia-Seite aus. Ja, Yippie. ja, okay, gut. Ja, und dann möchte man das jetzt natürlich adaptieren. Wir wollen ja nicht nur die Wikipedia-Seite dann Mhm. testen, sondern die eigene. Ähm, Was sind denn was sind denn so der größte Fallstrick, wo du merkst, da verzettelt sich ein Team oder kommt dann nicht weiter? Was ist denn da so nach deiner Erfahrung, damit wir das gleich ausmerzen können jetzt zu Beginn und das Team dann super durchstarten kann? Ja, man sollte ein Konzept haben, wie man diese Testautomation angeht. Und ja, das fehlt bei uns auch noch so ein bisschen in dem Projekt. Also ich überlegt, ob wir da irgendwie so Videos mal dazu machen, so einen Mhm. Leitfaden. Das ist auch das, was wir halt bei Talks auf Konferenzen dann irgendwie so hergeben. Also gerne am liebsten so ein Workshop, wo sich die Leute reinsetzen und das einfach ausprobieren, um ihnen halt mitzugeben, wie einfach das gehen kann. Ähm, Ich finde, und das ist vielleicht auch so die Änderung in den letzten Jahren, dass die IDEs, also früher ich Eclipse verwendet, jetzt verwende ich IntelliJ, dass dort einfach gute Plugins sind, um dich auch für die Testautomation wahnsinnig zu unterstützen, um es auch sehr schnell entwickelbar zu machen. Also ich zeige das dann auch gerne her, dass man eben wirklich in dieser Stunde den ersten Testfall mit seiner eigenen Webseite hat. Und dazu sollte man einfach dieses Page-Object-Pattern befolgen. Und das Zweite, das habe ich vorher erwähnt, es ist ganz wichtig, dass man eine Ahnung von CSS-Locatoren und XPath-Locatoren hat. Mhm. Ähm, Da habe ich dann einfach schon manchmal gesehen, dass Leute so ein Tool installiert haben in ihrem Browser, gehen dann auf ein Element, gehen rechte Maustaste, sagen Copy XPath Locator und fügen das in ihre Testautomation ein und dann ist das so ein absoluter Pfad, ähm, ja, Ja. der irrsinnig lang ist und wirklich vom Root-Element bis zu dem Element hinfolgt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn sich eine Kleinigkeit auf der Webseite ändert, dass das dann unwartbar ist, weil du hast an der Stelle dann keine Ahnung mehr, welches Element das war. Mhm. Außer man hat gute Fähigkeiten, um aus dem HTML-Code, aus dem
Page Source rauszufinden, welches Element da ist. Ich meine, natürlich gibt es Tools, aber ja, es soll ja so sein, dass man es gut lesen kann. Ne? Ja, okay. Ja, schön. Dann können ja jetzt alle auch ganz lässig und cool starten mit Selenium und das mal ausprobieren. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich jetzt, glaube ich, fast immer gestellt habe. Und zwar, mich interessiert natürlich auch sehr, dass was bringt die Zukunft? Ne? Was bringt die Zukunft im Testen? Und ich meine, du kennst diese Testautomatisierungsbranche sehr gut und auch die Open-Source-Bewegung, auch die kommerziellen Tools. Was sind denn so die Sachen, auch jetzt quasi auf aktuelle Entwicklungen hin, was wird uns in Zukunft da erwarten? Was wird uns die Arbeit erleichtern oder erschweren? Was ist denn da so deine Sicht, wenn du da mal den Blick an den Horizont hebst? Ja, wir alle reden ja im Moment sehr viel von Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz. Ich glaube schon, dass sich da einiges tun wird. Also ich selbst habe mich, glaube ich, noch zu wenig damit beschäftigt, gerade im Testen. Da gibt es halt schon die ersten Versuche, dass man der künstlichen Intelligenz quasi den Test irgendwie überlässt. Wo es, glaube ich, schon gut funktioniert, ist gerade bei so visuellen Testen, dass man, also es gibt ja, glaube ich, da so 1 oder 2 Open Libraries, die zumindest auf dem Mobile-Bereich, wo man sagt, okay, drücke den Login-Button und da ist halt einfach, ob das dann jetzt Machine Learning oder Artificial Intelligence ist, die einfach rauszufinden, versuchen auf der Webseite, was ist der Login-Button. Ja. So in der Hinsicht, also das wäre so eine unterstützte Automation, das kann ich mir gut vorstellen, dass das kommen wird, aber vielleicht gibt es ja dann auch irgendwo mal den Test-GPT-Bot, wo ich sage, hey, hier ist meine Webseite, teste, Punkt. Test all the things, ja. Und dann kriege ich einen Report raus, ja. Da ist natürlich dann immer auch die Frage, wie sehr vertraue ich dem dann auch, ne, dass der dann auch das Richtige macht. Ne? Ja, wer testet die Testautomation? Ja? So ist es, ja. Genau. Okay, ja, Boris, vielen lieben Dank für diese Einblicke mal in Selenium. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, weil du kennst natürlich Sehr auch gerne. andere Tools sehr gut und andere Technologien. Da werden wir uns sicher auch nochmal drüber austauschen. Und wir werden deine Kontaktdaten hier in die Shownotes reinpacken, damit du auch ansprechbar bist hier für die Community. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir alles Gute. Danke, dir auch. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.